Jetzt, da du die Konstruktion für dein Porträt fertiggestellt hast, gehen wir weiter ins Detail und arbeiten die einzelnen Merkmale in einer erweiterten Skizze genauer aus. Zunächst solltest du jedoch die Deckkraft deiner Konstruktionsebene stark verringern, sodass du auf einer neuen Ebene darüber deine Linienzeichnung zeichnen kannst und dennoch die Hilfslinien gut erkennen kannst. Circa 20% ist ein guter Richtwert. Aus den simplen 3D-Formen erstellst du nun deine individuellen Gesichtsformen. Dabei ist richtiges Beobachten das A und O. Schau dir auf dem Foto oder über einen Spiegel genau an, wie deine Augen, Nase, Ohren, Mund und andere Teile deines Gesichtes geformt und positioniert sind. Bei der Konstruktion musstest du bereits auf gewisse Proportionslinien achten. Jetzt zählt jedoch der Winkel und die Länge jeder Linie, wenn du exakte Ähnlichkeit zwischen dir und dem Porträt erreichen möchtest. Da mir das aber oft den Spaß aus der Sache nimmt, gehe ich damit eher locker um und mache lieber ein paar Abstriche bei der Konformität. Für das Zeichnen der Linien verwende ich einen leicht texturierten Brush. Das ist aber eine persönliche Präferenz. Damit kannst du gern experimentieren. Der einfache, hartrunde Standardpinsel hat mir bereits oft gute Dienste geleistet und du kannst ihn ebenfalls hierfür sehr gut verwenden. Prinzipiell solltest du alle Schritte mit den Standardpinseln von Photoshop nachvollziehen können und es ist sogar meine Empfehlung, denn texturierte Brushes machen keinen besseren Künstler aus dir. Solange du noch ein Anfänger bist, solltest du dich darin üben, stets mit den Standardpinseln zu arbeiten. Meine genutzten Brushes habe ich dir aber trotzdem noch einmal in die Ressourcen gestellt. Das Tolle am digitalen Zeichnen ist, dass man alles mit Steuerung Z bzw. Command Z rückgängig machen kann. Aber auch hier gilt, versuche dich dennoch darin zu üben, selbstbewusste Linien zu zeichnen, ohne viel rückgängig zu machen. So wirst du dich viel eher verbessern. Zudem solltest du auch im gesamten Arbeitsprozess stets darauf achten, deine Ebenen eindeutig zu benennen, damit du immer weißt, wo sich die Dinge befinden. Jetzt mögen es noch wenige Ebenen sein, aber das wird sich noch ändern. Deshalb fange besser früher damit an, als später im totalen Chaos. Hier nun noch ein paar Tricks, um schnelle Änderungen während dem Zeichnen durchzuführen. Ich nutze sehr gern das Lasso-Tool, Shortcut L auf deiner Tastatur, um schnelle Selektionen zu erzeugen und Bereiche zu verschieben. Dabei ziehe ich eine Linie um den auszuwählenden Bereich und aktiviere dann das Transformationstool, um den Teil zu verschieben und gegebenenfalls anzufassen. Das Tool findest du mit dem Shortcut STRG bzw. Command T. Allerdings entstehen dort, wo die harte Selektion ausgeschnitten wird, oft Lücken. Bei der Linienzeichnung ist das noch nicht so schlimm, aber später solltest du diese Stellen wieder gut übermalen. Der Verflüssigen-Filter ist wie bereits erwähnt ein ebenso starker Helfer. Und im Gegensatz zum Lasso-Tool fügt er auch keine störenden Schnitte hinzu. Jedoch können sich durch ihn Dinge zu stark weich zeichnen oder Linien verdünnen. Jedes Werkzeug hat also seine Vor- und Nachteile. Experimentiere am besten mit ihnen und entscheide dann nach persönlicher Präferenz. Unterschiedliche Linienstärken helfen dabei, das Dreidimensionale der Form nicht durch die einfachen Linien zu verlieren. Wenn die Linienzeichnung nicht dein finaler Schritt werden soll, kannst du auch ruhig etwas mehr kritzeln. Im Grunde arbeitest du im Rahmen der Linienzeichnung aber insgesamt nur mit 3 Befehlen. Du zeichnest Linien mit dem Brush und radierst sie weg, wenn sie dir nicht gefallen, bzw. änderst sie mit den entsprechenden Werkzeugen. Als kleinen Zusatz habe ich mit dem Kreisauswahlwerkzeug eine runde Selektion erstellt und dann unter Bearbeiten, Kontur, eine perfekt kreisrunde Abgrenzungsfläche auf einer separaten Ebene erzeugt, die ich als abstraktes Hintergrundelement nutzen möchte. Am Ende solltest du in jedem Fall eine fertige Skizze vor dir liegen haben, die zumindest eine gewisse Ähnlichkeit mit dir aufweist und nicht mehr auf eine Konstruktion darunter angewiesen ist. Aber keine Sorge, einige Dinge lassen sich auch noch später korrigieren und wortwörtlich in das richtige Licht rücken. Vergiss auch nicht, deine Zwischenschritte immer wieder zu speichern. Und bitte, benenne deine Dateien sinnvoll. Ein final, jetzt aber wirklich final.psd hat noch niemandem geholfen.
Bei mir hat sich folgendes System für die Dateibenennung gut bewährt: Projektname, Zeichenphase bzw. Art der Zeichnung, Version, Künstlername und schließlich das Datum. Dabei kannst du die Versionsnummer immer weiter erhöhen und hast ein sinnvolles System, welches alle wichtigen Informationen zu deinem Projekt auf einen Blick enthält. Deshalb speichere dein Projekt und fertige jetzt deine Linienzeichnung an.